eine Sache mache ich jetzt ganz kurz. Ich mache die Klimaanlage an, weil mir ist super heiß. Nee, wer das weiß, hier Herzen für dich. You once go sales, you never go back. Bear Grylls würde sagen, improvisieren, adaptieren, überwinden. Wenn man das so sieht, einfach fast romantisch würde Das man ist sagen. romantisch. Ich finde wirklich, das sehr romantisch. Das ist sehr romantisch, ja. In unseren Job wieder verliebt. Aber das bearbeiten wir, wenn die Kameras aus sind. Action. Folge 31. Starting out the OB2B Podcast mit Franjo und meiner Wenigkeit. Hallo alle noch einmal. Dominka. Hi. Franjo, Hi, Doda. wir hatten alles schon jetzt. Wir hatten jetzt ein Serial, das hieß Einwandbehandlung. Genau. Spaß gemacht. Und ich finde, das ist etwas, was man immer wieder aufs Neue erfinden kann, spezifisch für jeden Fall, den man bekommt. Stimmt. Und wir haben es, glaube ich, ganz locker und luftig gemacht, das Thema. Weil es locker und luftig sein sollte, das Ja. Thema. Weil wenn man die Einwandbehandlung nicht so angeht, dass man sie leicht behandeln kann, da wird das Sales zum Problem. Da muss man es gar nicht machen. Genau. Oder dann macht man es einfach nicht. Dann Genau. sagt man, hey, Profis, kommt her und macht das für mich. Genau. Ich würde ja auch mein Haus nicht selber bauen. Ja, macht Spaß. Hast du jemals? Aber so richtig bauen kann ich es ja nicht, ne? Ich würde doch sagen, hallo, Baufirma, komm her. Stimmt. Mach mir das mal. Nee, stimmt. Aber wenn man Sachen selbst erfahren will und selbst machen kann, hat das schon einen besonderen Stich. Das stimmt. Weil wenn du einmal so Beton gemischt hast und das Ganze vorbereitet Hab ich hast. doch. Hast du schon? Ja, hey, was denkst du denn? Ja, dann weißt du, wie das Ganze geht. Ich habe schon mal Beton gemischt. Diesen Sommer und letzten Sommer auch. Wirklich? Ja, ich habe ein Betonplateau zu Hause gemacht, ne, für meinen Grill. Alle Achtung. Ja, mein Lieber. Ja, das schon mal Hut ab davon, ne? Und ganz ehrlich, ich würde beim nächsten Mal lieber einen Mixer bestellen, der mir das macht. Nee, das mit dem Mixer ist einfacher, das stimmt. Muss nicht unbedingt sein. Ja. Also, war okay, aber muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich das jetzt jedes Wochenende mache. Stimmt. Aber das habe ich so bemerkt, dass es einfach eine Sache ist bei uns hier auf dem Balkan. Wenn es Sommer ist, dann müssen wir immer Beton mischen, dann müssen wir immer so arbeiten. Beton mischen einmal im Sommer muss sein. Ne? Muss sein, ja. Ja, das stimmt. Deswegen sage ich auch, ne, wenn man Sachen nicht leicht und luftig macht und sich auch die Mühe nicht geben möchte, dass es leicht und luftig wird, call a Profi. Genau. Aber ich möchte ja eigentlich das Thema Einwandbehandlung nicht abschließen und nicht sagen, hey, wir sind fertig damit, ne? Aber wir dürfen uns das nochmal neu überlegen. Wir dürfen uns da nochmal neue Sachen aussuchen. Stimmt, da stimme ich dir zu. Aber ich denke mal, dass wir, was das Thema Einwandbehandlung immer so betrachtet, vielleicht neue Sachen in Betracht ziehen müssen. Zum Beispiel, wie man KI bei der Einwandbehandlung benutzen kann. Gerne. Zum Beispiel. Oder bei der Vorqualifizierung. Oder bei der Vorqualifizierung, das stimmt. Oder wie man durch Konzerne sich durchkämpft. Ja. Das ist schon mal eine Sache, die man lernen kann und die ziemlich hilfreich ist, wenn man das Ganze lernt. Ne? Daher denke ich, dass man da schon einige Sachen noch sagen kann diesbezüglich. Und sicherlich wird das, auch wenn wir auf der 50. Episode von Einwandbehandlung sind, ich denke, dass wir immer noch nicht alles gesagt haben, was man sagen kann. Genau. Und du sprichst es jetzt gerade an. Ich habe mir für heute, du hast ja gestern noch mit mir gesprochen, sag mir das Thema nicht, lass uns einfach frei sprechen. Genau. Und dann habe ich mir eigentlich in diesem Moment auch ein Thema zusammengeschnipselt in meinem kleinen Gehirn. Ja. Okay. Und das hängt eigentlich mit allem zusammen, was wir bisher gemacht haben. Von Anfang bis dato und wohin das Ganze geht. Ich würd
den Titel für die heutige Folge sogar schon jetzt nennen und das ist die Evolution von Pre-Sales. Ha? Okay. Hast du damit gerechnet? Nee, eigentlich nicht. Und was ich eigentlich als Fokus hier auch anbinden möchte, ist gerade das, was wir machen. Heute und hier. Wir machen einen Podcast. Ganz spezifisch. Okay. Und dieser Podcast ist ja bei uns eigentlich nichts anderes als auch Teil unseres Pre-Sales. Stimmt. Ja. Und jetzt lass uns mal zurückdenken, ne? Wie wir angefangen haben. Du bist jetzt auch schon seit 3 Jahren da, gell? Also, und du kennst auch noch die Anfänge von früher oder darüber kann ich sowieso noch ein bisschen besser berichten als du. Aber auch deine Zeit hier und jetzt auch diese Zeit, die wir jetzt haben, in der wir wirklich versuchen, auch wirklich zusätzlich uns neu zu erfinden im Vertrieb. Stimmt. Ist das nicht fantastisch? Ja, wenn ich mal mit den Anfängen. Man würde ja, meinen, wir machen das hier nur aus Spaß. Nein, das ist alles durchdachte Taktik hier, das, was wir hier machen, ne? Ja, das stimmt. Das ist alles Pre-Sales-Taktik. Ja, stimmt. Und eine Sache mache ich jetzt ganz kurz. Ich mache die Klimaanlage an, weil mir das super heiß. Nee, das ist eine super Idee. Das haben wir vergessen zu machen. So, in der Zwischenzeit, wo die Doda die Klimaanlage anmacht, sodass wir nicht vor einem Hitzeschlag hier alle miteinander. Kurz, was ich zu dem Thema sagen kann. Ja, ich denke, dass wir uns nur in den 3 Jahren, wo ich hier bin, unglaublich entwickelt haben. Also von wie man die ganzen Calls verfolgt, wie man das Ganze notiert, wie man dann die ganzen KPIs versucht unter Griff zu bekommen. Da ist wirklich viele Sachen wurden dann implementiert, sodass man den Sales-Prozess als solchen schon guten Teil automatisieren kann. Ja. Weißt du was? Man muss sich wirklich, das ist fast so wie so eine Floskel jetzt geworden, aber man muss sich wirklich im Vertrieb immer wieder neu erfinden. Stimmt. Das ist einfach so. Ja. Und wir machen das ständig. Und ich muss dir ganz offen sagen, manchmal ist es auch super anstrengend. Ja, weil wenn du zu einem bestimmten Punkt gekommen bist, musst du etwas ganz Neues erfinden, weil du schon die meisten Sachen ausprobiert hast. Ja. Und dann weißt du, okay, das funktioniert nicht so gut, das wollen wir lieber lassen, weil Punkt. Ich glaube, das ist auch irgendwie vielleicht auch ein Merkmal eines erfolgreichen Sales-Teams, dass man wirklich auch immer wieder nicht in diesen Loop verfällt, alles gleich zu machen, sondern in einem Loop ist, alles wieder neu zu machen oder alles wieder nochmal zu evaluieren und neue Sachen hinzuzufügen. Also momentan muss ich sagen, es passiert sehr viel, es ist viel los, aber war das nicht immer so? Das war, okay, weil ich nicht so viel hinter den Kulissen gewesen bin. Bist du jetzt aber? Ja. Hier. Hinter und vor den Kulissen. Hinter und vor den Kulissen ständig. Aber nur in einem Aspekt, nicht so businesstechnisch, denke ich ja, dass wir wirklich viel Zeit investiert haben, um zu sehen, wie wir uns als Team, als Firma weiterentwickeln können, was eine schöne Sache ist. Manchmal waren viele Sachen aufeinander gestapelt und dann muss man sich wirklich jede Woche sozusagen auf etwas Neues vorbereiten. Kann man machen, ist ein bisschen anstrengend, aber im Endeffekt hat es sich dann ausgezahlt. Da denke ich, dass man mit so einem Mindset, besonders im Vertrieb, nur gute Sachen erzielen kann. Okay. Jetzt eine ganz wichtige Sache. Also Evolution im Pre-Sales oder im Sales, absolut beides legitim zu sagen. Ja. Wir haben jetzt 2 Sichtweisen. Ich würde mal sagen, meine Sichtweise aus der Person, die ständig hinter den Kulissen ist und ständig in den Prozessen mitwirkt und mitbekommt, was sich ändert und versucht, das nach außen zu tragen. Stimmt. Und du als Person, die dann viel öfters vor der Kulisse bist, halt die Exekutive betreibst in den ganzen Sachen. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, ne? Ja. Wie gut oder auf welche Art und Weise sollten diese 2 Segmente balancieren? Meinst du, ein Balance ist dadurch gegeben, dass man einfach übernimmt und testet? Oder ist die Balance dadurch gegeben, dass man auch viel
von hinter den Kulissen erfahren sollte, bevor man anfängt, was zu machen? Das ist schon mal, darüber müsste ich ein bisschen länger grübeln, aber sagen wir jetzt mal, jetzt versuche ich eine Ad-Hoc-Antwort zu geben. Ich würde sagen, dass es ein Dialog sein muss, diesbezüglich. Wenn ihr zum Beispiel eine solche Sache, ein neues System für die Anrufe oder ein neues CRM oder ein neues KPI-Tracking-System benutzen wird, okay, versucht es dann bei 2, 3 Leuten, sieht, was für ein Feedback ihr daraus bekommt, aber nimmt wirklich das ganze Feedback in sich und sagt, okay, das war gut, das war schlecht, das können wir verbessern. Wir haben eventuell noch eine Sache, welche wir noch testen müssen. Und dann sehen wir, wie wir das Ganze implementieren können. Und das immer hier und da. Zwar ist es ein längerer Prozess, weil es halt ein Dialog ist, aber dann wird es im Endeffekt zu einem besseren Resultat führen. Daher denke ich, wenn wir schon so in den 2 Perspektiven sprechen, hinter und vor den Kulissen, wenn man da immer spricht zwischen den Kulissen, dann kann das immer gut sein. Und das ist bei uns ja noch immer möglich. Also noch immer. Es ist bei einer kleinen Firma immer möglich. Das ist immer möglich. Ich habe jetzt auch tatsächlich neulich ein Meeting gehabt mit einem Konzern, wo wir uns vorgestellt haben oder beziehungsweise die haben uns angefragt, weil sie Pre-Sales brauchen. Cool. Und das ist sehr oft der Fall, dass jemand da reinkommt. Und die Sache ist halt mit Konzernen eine Entscheidung zu bekommen. Das dauert jahrelang, ne, manchmal. Darf ich eine kurze Geschichte erzählen? Du erinnerst dich sicherlich daran, wer das weiß, hier Herzen für dich. Wir hatten ein Projekt vor 2 Jahren. Und bei diesem Projekt sollte ich eigentlich im November anfangen anzurufen. Okay. Aber wegen vieler diplomatischer In-Konzern-Probleme, welche sie gehabt haben und wo sie immer Tickets schicken mussten und doppelte, ich weiß nicht was, machen sollten, habe ich erst im 1.2. im nächsten Jahr anfangen anzurufen. Du weißt, von welchem Projekt? Genau, Februar war es dann erst. Februar, schon, genau. Hey. Das ist halt so, ne? Das ist halt so bei den Konzernen. Und das ist halt ein großes Problem, weil durch die ganze Bürokratie ist das Ganze zum Stillstand gekommen. Und dann fehlt auch das Menschliche dazwischen, weil das Problem, was ich gehabt habe, konnte man wirklich in 2, 3 Klicken lösen. Ja. Aber wirklich. Und nicht 3 Monate warten, was für mich persönlich wirklich zum Lachen war. Also das war wirklich für mich zum Reißen war das lustig. Aber für die andere Seite war es halt. Das sage ich dir jetzt auch. Ne? Das ist dann bei uns immer noch so eine Sache, wo man wirklich sehr schnelllebig Sachen auch macht. Ne? Und wo man wirklich auch es passiert nicht von heute auf morgen. Natürlich. Aber man kann sehr schnell eine Entscheidung treffen, sie implementieren und dann auch schnell merken, okay, das war nix. Ja. Jetzt machen wir was anderes. Ja. Aber das reißt dann einen auch ab und zu mal ein bisschen auseinander, ne? Bis man wirklich nicht so richtig weiß, okay, das ist es jetzt, ne? Aber viel Testing im Vertrieb. Ja, aber sag mir ehrlich, wie oft muss man zum Beispiel denselben Pitch versuchen, wenn man sieht, der funktioniert nicht. Oder zum Beispiel, ich war jetzt in einem neuen Projekt, versuche ich mal andere Weisen, andere Sprechweisen zu benutzen, um mit der Person ins Gespräch zu kommen. Weil ich habe bemerkt, das, was ich bis jetzt benutzt habe, funktioniert nicht. Daher ist es halt eine lebendige Sache. Man muss sich immer adaptieren. Bear Grylls würde sagen, improvisieren, adaptieren, überwinden. Sehr gut. Sehr gut. Sag mal, wenn du jetzt so zurückblickst, von deinen Anfängen bis heute, was wäre für dich so eine Evolution im Prozess oder in dem, wie du was machst, wo du sagst, das ist wirklich sehr sichtbar jetzt? Ist es vielleicht ein Tool, das du nutzt, das dich jetzt komplett anders gestaltet? Ist es eine Art und Weise, in der das Ganze passiert? Ich denke, ich würde es mal so sagen, jeder, der sich mit Vertrieb beschäftigt, muss seine Vertriebspersönlichkeit finden. Sag mal so. Ein weiteres alter Ego. Und wenn man die Vertriebspersönlichkeit gefunden hat, muss man dann mit dieser Persönlichkeit Anrufe tätigen. Und ich denke, dass sich meine Vertriebspersönlichkeit als solche formiert hat, wo ich weiß, okay, ich mache das Ganze mit viel Humor, mit viel Spaß, mit viel Lächeln, ziemlich schnell, ziemlich präzise und versuche wirklich das Beste daraus zu machen. Und denke, dass das die ganze Evolution von Anfang bis Ende, dass ich das am meisten sehen kann, weil die ersten Anrufe waren so,
ich rufe an. Ne? Und dadurch, durch die ganzen auch Fehlversuche und guten Anrufe, schlechten Anrufe, denke ich, dass ich wirklich jetzt zu einem Punkt gekommen, wo ich sagen kann, ja, jetzt habe ich das Sales-Ich gefunden und jetzt kann ich damit arbeiten. Mhm. Und das sagst du jetzt wirklich aus deiner eigenen Perspektive, aber es sind natürlich so äußere Faktoren, die dazu beigetragen haben und das wirklich auch irgendwie in einen Rahmen gesteckt haben, in dem man dann auch arbeiten kann. Ne? Ja. Und das ist ja das Wichtige, dass dann irgendwie so eine Rahmenbedingungen geschaffen werden, die immer wieder optimaler werden sollten. Ne? Mhm. Ein Beispiel, finde ich, ist wirklich etwas, was immer zur Optimierung beiträgt, ist einfach bessere Technik zu nutzen. Ne? Stimmt. Bessere Kopfhörer fürs Cold Calling, das ist wirklich eine Kleinigkeit, aber wichtig. Es ist entscheidend. Ja, sehr wichtig. Wie gesagt, das Tool für die Anrufe, welche wir jetzt benutzen, denke ich, das ist super. Es soll ein Tool sein, das keine Bugs hat. Ne? Genau. Wenn du jetzt irgendwie merkst, es gibt ein anderes Tool. Mhm. Das ist etwas teurer, aber du bist schneller damit durch und du bist die Qualität des Sounds oder was auch immer ist besser. Ja, natürlich muss man schon das in Betracht ziehen. Ja. Nee, da stimme ich vollkommen zu, dass man das Ganze mit den Tools als solchen immer und mit der Technik immer in Betracht ziehen muss, wenn man über Entwicklung sprechen kann, weil das sind dann auch, wie du schon gesagt hast, die Rahmenbedingungen. Das ist das Terrain, wo ich als mich selbst entwickeln kann. Daher sind das sehr wichtige Sachen. Mhm. Ja. Natürlich, verschiedene Software. Ja. Tools, die wir nutzen, die einem weiterhelfen, die Arbeit viel schneller zu erledigen. Stimmt. Ich würde mal an erster Stelle sagen, okay, ein guter Dialer, ja. Stimmt. An zweiter Stelle wirklich ein gutes Tracking-Tool, dass du auch weißt, was habe ich denn heute gemacht, ohne dass du jetzt selber was mitschreiben musst oder in eine Tabelle reinschreiben musst oder irgendwo ein Tracking-Tool hast, das dir gar nichts aussagt. Ne? Es muss etwas sein, aha, in 2 Blicken sehe ich ganz genau, was ich gemacht habe. Das gab es ja am Anfang nicht. Du musstest sehr viel mitschreiben. Du weißt selber noch. Wir haben bei Teams täglich einen Report geschrieben. Ja. Mit Calls. Das war lustig. Das war auch eine kleine Evolution damals, aber das ist jetzt total hinterblieben, sowas zu machen, ne? Genau. Ja, aber wirklich. Ich erinnere mich doch, wo ich das von OB2B bekommen habe, also das Heftchen, wo ich jeden Tag so geschrieben habe, so viele ist ja wunderschön, ne? So viele Anrufe, so viele Nicht-Anrufe. Ja, bringt Erinnerungen mit sich, aber ich denke, dass wir jetzt automatisiert schon ein bisschen besser dran sind, weil finde ich auch. Die Daten sind schöner dargestellt. Du musst nicht dran denken, ne? Und, ja, genau. Dass du was Zusätzliches machst und kannst dich auf deine Arbeit fokussieren. Das ist immer das Wesentliche, wenn man sowas machen kann. Das ist schon die halbe Miete, ne? Dann kann man sich wirklich darauf fokussieren. Ja. Es ist unglaublich, wie viel zeitsparend Sachen sind, die eingesetzt werden, die einem Zeit sparen und trotzdem immer Zeit fehlt. Je nachdem. Bei dir nicht? Ja. Ich bin, wie gesagt, ich habe das Motto, dass man Zeit erschaffen kann. Super. Das ist schwer. Das zieht auch mit sich, dass man hier und da schlaflose Nächte hat oder viele Sachen gleichzeitig machen muss. Aber wenn man Zeit erschaffen kann, ist das Leben schon leichter. Aber das ist eine Sache, die man privat kompensieren muss und sich dann dafür belohnen sollte, ne? Genau. Mit einem guten Gulasch. Mit einem guten Gulasch, von mir aus. Was ich noch sagen wollte, also die Evolution in der Art und Weise, wie man die Arbeit macht und wie man sie auch trackt und wie man sich durch Abkürzungen wirklich Zeit erschafft und Zeit einfach auch dafür gibt, nicht um andere Sachen nochmal extra zu machen, sondern um einfach eine Verschnaufspause auch haben zu können, um einfach zu sagen, hey, okay, jetzt kann ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken, was ich gemacht habe oder was ich morgen machen kann. Ne? Oder man kann einfach früher mit der Arbeit fertig sein. Genau, also einfach Verschnaufspause nutzen, um abzuhauen. Das ist mal eine Belohnung, die wirklich wert ist, wenn man mich fragt. Genau, würde ich auch sagen. Ja, weil, das habe ich auch mit unserem Chef kurz auch angesprochen. Wenn man pro Anruf, sagen wir jetzt mal, 5-6 Sekunden sparen kann,
Das sind 60 Anrufe, 60 mal 6, das sind 260 Sekunden. Das wären dann 4 Minuten, 4 Minuten, 5 Tage, das sind schon 20 Minuten, welche ich mir gespart habe. 4 Wochen, das sind 80, da habe ich noch eine Stunde schon bekommen, zum Beispiel. Siehst du? Das hört sich pro Anruf wenig an, aber es kompensiert sich dann durch die vielen Anrufe. Es kommt auf. Und das ist mal schön daran, dass man weiß, okay, dass ich mit der Automatisierung, mit der Evolution, welche wir uns wirklich gegönnt haben in einer Art und Weise, dass ich wirklich dann auch mehr Zeit für mich selbst habe. Ja. Das, was ich jetzt auch noch sagen möchte, also dadurch, dass wir wirklich auch Sachen implementieren konnten, die Arbeit anders verteilen konnten, dadurch, dass wir dann eben anders halt auch Sachen gehandhabt haben. Stimmt. Sind wir auch dazu gekommen, dass wir halt einmal in der Woche schon Zeit haben, auch uns hinzusetzen und nochmal eine Folge aufzunehmen und solche Sachen dann eben nach außen zu tragen. Wer zuhören möchte, ist herzlich willkommen, ne? Aber wir sind ja echt auch froh, dass wir das machen können. Stimmt. Und sagen können, hey, schau mal. Und jetzt ist mir eine Sache in den Sinn gekommen, die ich wirklich, das ist für mich auch so nicht nur persönlich eine Sache, die mich erstaunt, sondern auch als Unternehmer auch eine Sache, wo ich sage, okay, das ist universell anwendbar. Okay. Als ich angefangen habe mit diesem Job im Pre-Sales, habe ja nie gedacht, dass es etwas ist, was man auf Dauer machen sollte. Oder auf Dauer machen kann. Wie meinst du das? Nein, ich war gar nicht der Meinung. Ich dachte, das wird für mich so mein erster Job sein. Okay. Ich finde mich da ein, ich mache da ein bisschen Cold Calling und dann bin ich in einem Jahr weg oder so. Ja? Das ist wirklich meine Einstellung gewesen. Okay, fair. Aber nach einer Zeit, wo man dann eben merkt, hey, das ist ja eine Riesenbaustelle. Das ist eine Baustelle, ich kann hier nicht weg, die Baustelle, da muss ich dran arbeiten, ne? Dieses Mindset, diese Evolution, die sich bei mir auch in meinem Kopf entwickelt hat, die erstaunt mich absolut. Ja. Weil ich kann jetzt nicht weg. Ich habe eine Baustelle, die ich hier zu überwachen habe. Es ist eine Baustelle, die immer wieder wächst und was zu tun hat. Es gibt immer wieder was zu tun. Ja. Und ich finde, dass man dieses Prinzip, dass man halt eben dieses Baustellenprinzip, wo man wohin kommt und sich was anschaut und sich denkt, da kann man mehr machen und auch dran bleibt, dann hat man sich wirklich eine Baustelle fürs Leben gesichert. Stimmt. Wenn man das so betrachtet, kann man das wirklich so mitnehmen, ne? Deswegen sehe ich ja auch die Evolution anders, ne? Deswegen sehe ich sie wirklich auch so als kleine Baustelle, wo ständig was gemacht wird. Und ich weiß auch gar nicht zu diesem Zeitpunkt, ob es ein Ziel gibt. Ja? Ob es ein Ziel gibt, das zu erfüllen ist. Okay. Es gibt Targets, es gibt irgendwie Wünsche und so. Ja, aber was ist denn eigentlich das ultimative Ziel vom Vertrieb hier, ne? Gibt es überhaupt ein Ziel? Vielleicht besser, dass es gar keins gibt. Weil, wo hört dann die Evolution auf? Genau. Was wäre, wenn wir wirklich ohne Ziel sind? Aber den Weg bauen. Aber man hat immer so ein kleines Ziel. Und wenn man das erreicht hat, man hat schon davor ein neues Ziel irgendwie sich gesetzt. Genau. So zirkulär, du hast mich nicht immer weiterentwickelt, wie du schon am Anfang schon gesagt hast. Oder ein großes Ziel, was theoretisch erreichbar wäre, aber nicht. Ja, das kann ja auch immer ein Ziel sein, wir verkaufen jetzt die Firma. Auch eine Möglichkeit. Aber was danach? Ich glaube, man kann sich nicht ganz davon abkoppeln. Wenn etwas immer noch lebendig ist und man damit wirklich auch was gemacht hat, man wird wahrscheinlich in demselben Weg was weitermachen, ne? Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, nicht Vertrieb zu machen. Muss nicht sein. Es stimmt. Weil viele Leute zum Beispiel, wenn sie jetzt sagen, okay, jetzt habe ich ein paar Jahre einen Vertrieb gemacht, okay, dann versuchen sie sich in anderen Perspektiven, zum Beispiel, weiß nicht, Teamleader oder Project Manager oder etwas anderes. Also wirklich etwas, was. Das ist alles immer noch Vertrieb. Man kann da nicht raus. Man kann da später nicht mehr raus, glaube ich. Du bist dann immer wieder hinterher. Denkst du einmal Vertrieb, immer Vertrieb? Ja, ich glaube schon. Ja.
You once go sales, you never go back. Keine Ahnung, ich würde schon sagen. Schau mal, ich habe ja Wedding Planning gemacht. Ja, das weiß ich. Das war nichts anderes als Vertrieb. In einer Art und Weise, ja. Du musstest ja auch deine Dienstleistung verkaufen, ne? Und dann erst machen. Und ja. Ich habe halt beides gemacht. Ja? Aber mache ich ja jetzt auch. Oder nicht, ne? Du verkaufst ja die Dienstleistung, du machst immer noch alles, was dazugehört. Du bist ja jetzt nicht, hey, hier, guck mal. Ich kann das und das und das. Das ist für euch, ciao, jetzt bin ich mal für 2 Wochen weg und. Ja. Nee, das stimmt. Ich meine, wenn man so betrachtet, alles, was wir im Leben machen, egal von Dating bis zu irgendwelchen Suchen von Jobs. Das ist Vertrieb. Das ist alles Vertrieb. Wenn wir das wirklich strikt betrachten, es ist Verkauf. Wenn man als Arzt arbeitet. Es ist auch Vertrieb. Herzoperation. Es ist auch Vertrieb, weil jemand muss wissen, okay, bist du der beste Kardiologe in der Welt, ja oder nein? Ja, ich glaube, die Aufträge kommen dann sowieso irgendwie rein, egal ob du der Beste bist oder nicht. Wenn du schlecht. Nee, aber ich möchte halt einfach nur sagen, Evolution, um nochmal auf die Evolution zurückzugehen, es sind immer auch die persönliche Evolution. Stimmt. Darüber muss man jetzt nicht unbedingt sprechen, aber wenn man sich auch das Gesamtbild anschaut, ne, es sind ja sehr viele ähnliche Unternehmen durch uns auch vielleicht einen anderen Weg gegangen oder wir haben uns auch woanders was abgeschaut. Aber das, was ich sehr spannend finde, ist, wie unsere Kunden, die vielleicht jetzt auch nicht mehr unsere Kunden sind, durch uns auch Prozesse anders gemacht haben und ihren Pre-Sales evaluiert haben, ne, und anders aufgebaut haben. Das ist doch fantastisch. Ja, da sieht man dann wirklich, dass man seinen Job gut macht, wenn die andere Seite das kopiert, was du gemacht hast. Oder wenigstens das überarbeitet, was sie schon gehabt haben. Das schon mal. Genau. Oder auch einfach fleißig das weitermacht, was man aufgesetzt hat. Stimmt, also es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie das Ganze mal rauskommen kann. Zum Beispiel, als ich noch in der Schule gearbeitet habe, als Deutschlehrer, hatte ich dann diese Situation, wo ich mich wirklich gut gefühlt habe, als einer meiner Schüler gesagt hat, ja, ich bin ins Gym gegangen und ich habe einen Workout gemacht. Ich dachte mir, wieso hast du jetzt einen Workout gemacht? Weil ja, du hast gesagt, dass es gut für dich ist. Man sieht ja, dass du dann hier arbeitest. Und ich habe mir gesagt, jetzt mache ich das auch. Ja. Die Träne ist sofort gekommen. Ich dachte mir, yes. Ja. Ich beeinflusse Leben anderer Leute und sie ändern und sie evoluieren sozusagen. Genau. Und das ist das Wunderbare daran. Genau. Und das Fantastische daran ist es ja eigentlich, dass ein Vorgehen in der Firma und eine Firma an sich ja als Phänomen, als etwas Unpersönliches direkt angeschaut wird. Ne? Die Firma an sich ist ja unpersönlich. Ne? Es ist ein Unternehmen, es ist im Handelsregister, es hat so und so viel Angestellte und es kann x-beliebiges machen. Ne? Stimmt. Aber dann, wenn du wirklich auch eine Dienstleistung, wie wir es sind, auch und die Leute kennenlernst, verkaufst und wir haben ja kein Produkt. Wir sind ja an und für sich das Produkt, dadurch, dass wir eben als Kollektiv da sind. Und dadurch dann wirklich auch Leute in so einem Mikrokosmos beeinflusst und die mit dir weitergehen, du wirklich Kunden hast, die schon jahrelang mit dir den Weg gehen und sagen, hey, ja, wir machen das weiterhin mit OB2B und die machen das ganz gut. Ja. Und dieses Elan, das man dann auch davon bekommt, wenn man nur daran denkt, boah, die machen wirklich religiös mit und die gehen einfach die Schritte mit uns, geben uns sehr viel Input und die beeinflussen unsere Art und Weise, wie wir uns entwickeln, so enorm. Das ist schön. Das ist richtig schön, aber das ist auch gerade die Evolution, von der wir sprechen. Das sind nicht nur die Sachen, die wir einführen, die Technologie, die reinkommt. Es ist so viel Austausch mit anderen Leuten. Ja. Die haben uns eigentlich, liebe Kunden, ihr habt uns tatsächlich den Vertrieb beigebracht, nicht wir uns selber. Ne? Ja. Dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, für jemanden zu arbeiten. Und geübt haben und kriegen wir kriegen wir einfach sehr viel Input rein, dass wir dazu genutzt haben, uns zu verändern und zu entwickeln. Und deswegen sitzen wir heute auch mit Mikros hier und sprechen über solche Sachen. Ja. Weil wir halt auch einfach können, ne? Wenn man das so dann betrachtet, mit dem Partner zusammenwachsen.
Ja, das ist. Das ist das Ganze. Das ist die ganze Pointe des Pre-Sales, des Sales. Zusammen eine Strategie zu entwickeln und zusammen zu wachsen. Ja. Das mal, wenn man das so sieht, einfach fast romantisch würde. Das ist romantisch. Ich finde das sehr romantisch. Das ist sehr romantisch, ja. Ja, das ist die Romantik, wie ich sie mag. Das ist meine Art von Romantik, ne? Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Gell? Ja, wenn zwei Personen zusammen, besser wirklich als Personen, als Individuen in der Partnerschaft wachsen. So. Das ist mal das Schöne daran. Und da weiß man, okay, das ist schon etwas Wichtiges. Und die 30 Minuten. Die 30 Minuten sind aber das ist okay. Das ist aber auch ein schönes Fazit, das wir hier gezogen haben. Ne? Genau. Vertrieb ist romantisch. Vertrieb ist immer romantisch. Pre-Sales ist romantisch. Sales ist romantisch. Und die Evolution im Pre-Sales, die wir in diesen Jahren erfahren haben und weitergeht, die ist auch romantisch. Ist auch romantisch. Ja. Solange sie besteht, ist sie gut. Genau. Das war ein sehr romantisches Thema gerade. Ne? Wir haben uns hier ein bisschen in unseren Job wieder verliebt. Ja, eigentlich. Ich denke, dass nächste Woche wirklich eine super Woche wird. Ich glaube das auch. Diese Woche war ja auch ganz gut. War gut? War ein bisschen anstrengend für mich, muss ich dir ganz offen sagen. Es war ein bisschen, keine Ahnung, ich war so low energy, aber habe trotzdem viel gemacht. Kann ich nachvollziehen. Aber ich denke, dass nächste Woche auch die Meetings reinkommen werden und vieles Gutes gemacht werden wird. Das war nicht die stärkste Meetingswoche diese Woche, gell? Aber jetzt geht's los. Es ist ja September, ne? Jetzt geht's los. Es fängt September gerade an. Wir sind, das wird gut. Das wird richtig gut. Ja. Das war unsere Folge, die wir spontan so reingeworfen haben. Weil ich finde, Evolution im Pre-Sales kann ein neues Serial werden. Genau. Und was wichtig ist, spontan ist auch romantisch. Oh, spontan ist immer romantisch. Ja. Das stimmt. Ja. Ranjo, von mir aus. Wir sehen uns mal. Machen wir hier Schluss. Ja, wir sehen uns einmal dann. Dann sehen wir uns mal nächste Woche irgendwann mal. Ne? Montag kommt die Folge raus. Alle gespannt zuschauen und zuhören. Liebe Zuschauer, abonniert unser Channel doch endlich mal. Nicht einfach nur reinschauen, abonnieren. Schreibt auch in die Kommentare. Franjo ist auch mit einem ganz romantischen Foto auf LinkedIn zu sehen. Eigentlich, wir müssen auch das Foto updaten. Das Foto muss auch abgedatet werden. Die Evolution ist unbedingt. Ich habe auf dem Foto 30 Kilo mehr, bitte. Ja, auf jeden Fall. Dann bekommen Sie bald, liebe Zuhörer und Zuschauer, auch ein neues Foto von Franjo zu sehen. Bis dahin müsst ihr natürlich erstmal den anklicken und euch mit ihm befreunden über LinkedIn. Ja. Und auch bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Themen habt, welche ihr auch bearbeiten gehabt haben wollt. Ergo zum Beispiel Vertriebsthemen, zum Beispiel Einwandbehandlung, welche zum Beispiel. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Einwände, die wir noch nie behandelt haben. Genau, einfach in die Kommentare rein und diese können wir dann auch behandeln. Aber bei Einwandbehandlung ist es, glaube ich, immer wichtig, einfach auch vielleicht ein bisschen anonym, aber branchenspezifisch Themen anzugehen. Das können wir machen. Themen könnte man machen. Lassen wir uns mal von den Kollegen reinflüstern, was sie so in der Woche hatten. Aber das bearbeiten wir, wenn die Kameras aus sind. Genau, auf jeden Fall. Ja. So viel dazu. Bis zur nächsten Woche. Machen wir so. Ciao. Ciao.